"56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called KHOLAT Es. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Akt 1. Und damit ein herzliches Willkommen zu KHOLAT, einem neuen kleinen Horror-Let's Play, welches, wie man gerade auch im Intro schon gesehen hat, ja ein bisschen Wahres zugrunde liegen hat. Also ich habe auch schon recherchiert. Diese ganze Story, die da im Intro jetzt erzählt wurde, ist tatsächlich so geschehen in diesem Uralgebirge. Und ja, man weiß bis heute ja nicht, was ist da los. Und vielleicht ist es unsere Aufgabe, das jetzt hier herauszufinden. Und es fängt schon mal sehr schön an in diesem Städtchen hier. Eine sehr, sehr, sehr verdammt geilen Aussicht, würde ich fast mal sagen. Man sieht das Städtchen und ja, bevor ich es vergesse, es ist natürlich Horror und Horror bedeutet immer, wir sehen uns. Hallöchen nochmal persönlich, ein kleines Grüßchen noch. Wir spielen natürlich mit FACECAM, damit man auch sieht, wie ich mir hier ordentlich in die Hosen scheiß. Ja, wir werden es erleben. Das Lied natürlich wieder richtig, richtig, richtig schön. Es erinnert mich, muss ich sagen, ein bisschen an Anna. Da war ähnlich. Ah, cool, wir hinterlassen Fußspuren. Das finde ich toll. Wir haben zwar keine Füße, aber wir haben Fußspuren. Ich halte jetzt mal kurz die Klappe, dass man dem Lied ein bisschen lauschen kann. Und dann schauen wir uns dabei mal hier die Gegend ein bisschen an.
stimmt mich auch ein bisschen traurig, das Lied, muss ich ja ganz offen zugeben. Vor allem, wenn man dann ja von der Geschichte schon ein bisschen sich Grundinformationen eingeholt hat. Jetzt werde ich mal versuchen, kommt man in das Haus hier rein? Nee, sieht nicht so aus. Wie sieht es hier aus? Oh, schöne Reflexionen hier in den Scheiben. Aber wir reflektieren nicht. Vielleicht sind wir Geist oder Vampir. Aber Vampir bei Tageslicht ist ja untypisch. Es sei denn, man fängt an zu glitzern. Aber dann darf man sich meines Erachtens nach auch nicht Vampir schimpfen. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, was wir tun müssen. Ich bin jetzt einfach ins Spiel gestartet und ja, drauf los. Ich gucke mich jetzt hier mal um. Und dann werden wir schon unter Umständen einen Weg finden. Hier haben wir ein Haus. Da kommen wir aber, schätze ich, auch nicht rein. Ist das Gartentürchen, kann ich nicht öffnen. Nee. Okay, was haben wir denn steuerungsmäßig für Optionen? Ah, okay, wir können in die Hocke gehen. Hier können wir ranzoomen. Und mehr geht... Ah doch, wir können noch rennen. Okay. Mehr geht aktuell nicht. Vielleicht kommen noch Optionen hinzu, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ich spiele hier übrigens schick mit Controller, ne? Weil ich mich bei The Witcher habe ich mich jetzt so an Controller-Zocken wieder gewöhnt, dass ich mir dachte, ach ja, wenn das Spiel diese Option schon drinnen hat, warum denn dann nicht? Und es ist ja auch angeblich Open World. Gucken wir mal. Ja, da kommen wir schon mal nicht hin da. Hier führt ein Weg hoch. Da vorne ist ein Weg. Ich gucke mal. Kommen wir hier? Ah, okay. Die Musik ändert sich. Okay. Gut ist schon mal, dass wir es driven können. Rechts, links und so. Falls mir irgendwas ausweichen muss. Ich habe keine Ahnung. Könnte ja passieren. So, hier rechts rum komme ich vermutlich wieder zurück in die Stadt. Hier geht der Weg auch noch lang. Schauen wir mal, wie weit wir in den Wald reinkommen. Also es wird ja hier bei diesem Unglück, das da in dem Ural passiert ist, wird ja wirklich bis heute noch spekuliert, was es denn ist. Und viele sind tatsächlich der absoluten Überzeugung, dass es sich um Außerirdische gehandelt haben muss. Da, ja, so viel Mysteriöses da passiert ist. Sehr, sehr krass eigentlich. Okay, hier geht's runter. Oh, okay. Das hier sieht mir schwer nach, da müssen wir lang aus. Aber vorher möchte ich mal noch hier gucken. Ja, eine Pipeline. Es wurde ja auch da berichtet, dass ja am Abend vorher oder so wurde wohl von vielen Leuten so orangefarbene Flugobjekte, nenne ich es jetzt einfach mal. Es sollen ja auch Flugobjekte gewesen sein, am Himmel gesehen. Und deswegen eben auch wegen dieser orangefarbenen Hautfärbung diese Vermutung, es wären Außerirdische gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt anmaßen kann zu sagen. Klar. Keine Ahnung. Aber es ist schon ein bisschen seltsam. Und ja, diese Geschichte liegt eben diesem Spiel zugrunde. Und ich bin gespannt, was die Entwickler draus gemacht haben. Ich habe mir den Trailer... Ach du Scheiße. Fußspur. Aha. Das fängt ja schon mal gut an. Ich wollte sagen, ich habe mir den Trailer angesehen, aber der hat jetzt noch nicht so viel preisgegeben. Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob ich zu dir kommen soll.
Okay, es wird dunkel. Die Anspannung steigt. Okay, so. Was ist das hier denn Schönes? Okay, hier geht ein Felsdurchgang, der mit Wurzeln umwachsen ist. Okay, die Atmo, die ist schon echt heftig gerade. Okay. In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Ja, wir sind jetzt hier irgendwo im Nirgendwo, würde ich sagen. Schneesturm. Und ich habe keine Ahnung. Oh, habe ich gerade Füße gesehen? Ne, es sind die Fußspuren, die wir hinterlassen, aber keine Füße dazu. Okay. Es gibt jetzt auch keinen Hinweis, wo ich hin muss. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal los. Ja. Mal gucken, was passiert. Die Sicht ist durchaus etwas eingeschränkt. Hier ist was. Oh, ein Zelt. Okay. Hier brennt noch Licht. Ah, okay, hier können wir was nehmen, aber ich gucke gerade mal noch außen rum. Hier liegen Schuhe. Ich vermute mal, dass es das Zelt jetzt der Verunglückten ist. Und dann, ja, gehen wir mal rein. I am right behind you. Okay, ich dachte jetzt schon. Kompass spielt ein bisschen verrückt. Wenn du zu lange läufst, wird deine Figur schneller müde und du brauchst länger, um dich zu erholen. Okay, ist gut zu wissen. Akt 2. Have you ever tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Okay, da war ein leuchtender Typ und wieder diese Fußspuren. Haben die Fußspuren was mit diesem Typen zu tun? Ich glaube auch, dass das unser Feind sein wird. Weil orange, ne? Ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Okay, ich bin raus aus dem Laden hier. Hier haben wir ein rotes Licht. Drücken, um Überlebensinfo anzuzeigen. Im Tiefschnee zu laufen ist anstrengend. Passe dein Tempo den Bedingungen an, damit dein Körper nicht ermüdet. Bevor du eine längere Strecke in Angriff nimmst, solltest du dich im Lager ausruhen und dir eine sichere Route zurechtlegen. Du kannst jedes Objekt näher betrachten, um es besser zu erkennen. Benutzt du die Taschenlampe, um deinen Weg auszuleuchten, wirst du für andere besser sichtbar. Ja, okay, das wollen wir nicht. Beobachte deine Umgebung genau, um dich mit Hilfe der Karte und des Kompasses besser orientieren zu können.
Schwer zugängliche Felssteige können dich an interessante Orte führen oder Abkürzungen sein. Um sie zu erreichen, musst du manchmal unter Hindernissen hindurchkriechen oder von ihnen hinunterspringen. Okay. Ja. Es ist verdammt geil gemacht, ganz ehrlich. Muss ich mal einfach so spontan anmerken. Das Spiel wurde gerade gespeichert. Jetzt gucke ich mal. Okay, hier haben wir den Kompass. Hier ist unsere Map. Und wir befinden uns wo? Ah, okay, vermutlich hier an diesem Zeltplatz. Wäre ja naheliegend. Der ist bei 31,59. Und hier sehe ich Koordinatenangaben. Okay, ich glaube, das sind vielleicht Orte, die wir aufsuchen sollten müssen. Ich weiß es noch nicht, lass uns überraschen. Hier ist Ducken, da ist nichts. Und da ist die Taschenlampe, okay. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das rote Licht so eins der Ziele ist, das wir erreichen müssen. Jetzt gucke ich mal, hier sind solche Holzpfeiler oder so. Ja, Totems. Okay. Ich verstehe. Eine interessante Felsformation. Toter Baum. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Aber ich schätze mal, wir sollten die Koordinaten abklappern, eventuell. Hier geht's auch lang. Aber ich finde es schon mal gut, dass man wenigstens ein bisschen was sieht aktuell. Geile Aussicht. Okay, schauen wir uns doch mal diese Felsformation hier. Die sieht sehr verdächtig nach ich bedeute etwas aus. Mal gucken. Oh ja, da leuchtet was. Und es sind seltsame Schriftzeichen zu sehen. Okay, ist hier was? Glühende Kohlenmensch da. Okay, I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vichy on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest 1.5 kilometers away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. okay. Was zur Hölle? Alter. Okay. Krass, ich bin tot. Wir können also sterben.
Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, meine Herren. Okay. Ich glaube, ich muss aus dem Loch raus. Durch Einsammeln der Hinweise wird der Spielfortschritt gespeichert. Okay. Wo muss ich hin? Hier lang? Raus?